Ja, hallo, wir sind ja heute bei TMW Tech unterwegs und wie der Zufall es will, taucht jetzt heute hier gerade auch der Josef auf von Orbitalum, der Hersteller von diesen Geräten hinter uns. Und in diese Geräte werden auch Wolfram-Elektroden eingespannt, um das Orbitalschweißen, das mechanisierte Orbitalschweißen durchzuführen. Jetzt Josef, du hast schon erzählt, wenn du wohin kommst, du machst eine Vorführung, du schleifst eine Wolfram-Elektrode an, du spannst sie ein, du zeigst den ganzen Prozess. Was sind denn die Sachen, die für euch oder für die Geräte wichtig sind an so einer Wolfram-Elektrode? Ja gut, die Zündeigenschaft ist für uns wichtig. Essentiell ist eigentlich, dass ich bei jeder Vorführung andere Voraussetzungen vorfinde. Das heißt also, der Kunde hat einen spezifischen Auftrag, ich komme hin mit den dazugehörigen Spannschalen, die die Dimension wiedergeben, und jede Rohrdimension bedingt eine unterschiedliche Länge an Elektrode. Okay. Das heißt also, wir schweißen mit einer Wolfram-Elektrode immer vor Ort, die wir vor Ort zuordnen und anpassen, damit sie zum einen in den Kopf passt, zum anderen den richtigen Abstand hat und der Rohrdimension eben exakt angepasst ist. Dafür gibt es zwei Varianten. Es gibt die Möglichkeit eines Elektrodenschleifgeräts oder manche Anbieter bieten fertige Längen an, was aber meines Erachtens eben dazu führt, dass die sehr, sehr teuer verkauft werden. Das heißt also, der Kunde kauft sich einmal ein Elektrodenschleifgerät, konfektioniert die dann immer auf seinen Kopf und seine Dimension, und damit hat er immer die richtige dabei und kann sie dann, je größer das Rohr wird, einkürzen und immer wieder verwenden. Genau. Bei den fertig geschliffenen verwendet er die halt für die Dimension und dann sind sie mehr oder weniger verschlissen. Genau. Das macht das Ganze individueller und günstiger. Genau, und wenn jetzt die Elektrode eingespannt wäre, würde man ja sehen, wie die quasi hier dann, wenn die Zange zugeklappt ist, wie die rundherum läuft und die eine saubere Naht zieht. So ist es genau, ungefähr, also gell? man würde jetzt bei diesem geschlossenen Schweißkopf es nicht sehen, weil es ja geschlossener Prozess ist. Man kann es aber im Testmodus fahren. Das bedeutet, wir stellen die Elektrode auf einen gewissen Abstand ein. Der Rotor führt dann dazu, dass die Elektrode gleichmäßig in einem Formiergasbad schweißt und das Rohr verschweißt und die Schweißnaht durch die Formierung geschützt wird und die Elektrode läuft dann exakt immer mit dem gleichen Abstand um das Rohr herum. Und hast du jetzt schon auch direkte Erfahrungen gemacht, also jetzt mal mit unserer lilanen Elektrode, die du jetzt auch schon eingesetzt hast, irgendwie, weil hier beim Timo, sagen wir mal, sind sie ja jetzt quasi wirklich im Extremeinsatz irgendwie so, und er ist ja sehr zufrieden damit, aber klar, nochmal aus deiner Perspektive. Weil also ich muss sagen, wir sind kein Händler für Wolfram-Elektroden. Das bedeutet, wir sind auch immer darauf angewiesen, was uns entweder der Kunde zur Verfügung stellt oder was wir uns selber beschaffen. Ja. Ich selber bin auch sehr gerne mit der Pinsel unterwegs. Also ich habe die mal vom Klaus auf einer Messe bekommen, muss ich sagen. Seitdem habe ich die immer wieder dabei. Zurzeit leider ausgegangen. Aber wir arbeiten hier mit verschiedenen Elektrodenherstellern, wobei man da schon sagen muss, dass es da sehr große Unterschiede gibt auf dem Markt. Also ich kann jetzt da nicht sagen, wer gut oder schlecht ist, aber ich muss wirklich sagen, dass ich mit der von Pinsel sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und dass es wirklich einer der liebsten für mich ist. Super. Ja, also Josef, vielen, vielen Dank für alle deine Informationen, sagen wir mal so. Damit nämlich eine coole Naht entsteht in so einem Rohr, wo auch ja viele Stoffe durchgeführt werden, braucht ihr quasi auch eine Wolfram-Elektrode, so kommen wir ins Spiel. Also so sind wir halt quasi gemeinsam bei vielen Firmen. Genau. Es ist richtig, das ist eigentlich schon so, dass die Elektrode maßgeblich an der Qualität der Schweißnaht beteiligt ist. Also es gibt durchaus schlechte Qualitäten und je besser die Elektrode ist, umso besser ist natürlich auch das Schweißergebnis. Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass der Firma Pinsel schon sehr, sehr weit oben ist. Also ich sehe die schon ganz, ganz weit vorne. Cool. Ja, also wie gesagt, vielen Dank Josef. Irgendwie Informationen über unsere Wolfram-Elektroden und viele andere Produkte findet man auf unserer Website www.pinsel-applico.com, aber natürlich auch bei euch auf der Website. Gerne. Also bei uns, unsere Informationen zu unserem kompletten Produktportfolio findet man auf www.orbitalum.com. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke auch von meiner Seite.